Heute steht eine Multispecies-Challenge an und ihr müsst folgende Aufgabe meistern. Boah, tough. Das sieht so geil aus hier. Oh, brutaler Biss. Eigentlich haben wir es uns mal wieder leichter vorgestellt. Wie viel ist auf dieser Tour? Jetzt kommt gleich die Stromschnelle, das wird nochmal kräftezehrend. Jetzt haben wir eine der schlimmsten Stellen hier an der Stromschnelle erreicht. Das wird geisterkrank, guck mal. Fische on. Boah, ich habe hier gerade eine Forelle drauf und jetzt ist ein Hecht drauf geschossen. Ach du Scheiße. Sichern. Fuck. Sichern. Rüber. Oh, was ist das? Es gibt so Situationen, in denen man realisiert, dass man am Arsch ist. Oh Mann, ey! In 3 Stunden Regen, ununterbrochen. Die Jungs, die uns abholen wollten mit dem Helikopter, wo sollen die uns abholen, wenn wir es nicht zum Abholort schaffen? Ich glaube, das ist mit das Härteste, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Oh, da ist die Hölle. Ich bin nass und es ist arschkalt. Bevor es jetzt aber losgeht, noch eine Angelegenheit in eigener Sache. Die meisten von euch wissen es ja, wir haben einen Kinofilm gedreht, beziehungsweise aus dem Material einen Kinofilm geschnitten. Den Link dafür findet ihr in der Videobeschreibung. Und wenn ihr den kauft oder leiht, unterstützt ihr Projekte wie diese. Vielen Dank dafür, viel Spaß mit der Folge und bis bald. Wie ihr seht, das gute Wetter aus der letzten Folge hat uns verlassen, haben wir aber schon angekündigt. Nach dem ganzen Schreck, den wir gestern erlebt haben, dem Unfall von Flo, sind wir richtig in Verzug. Wir müssen es nämlich schaffen, ja, knapp 50 Kilometer mit dem Boot zu fahren, dass wir auch mit dem Heli wieder abgeholt werden können. Da sind wir jetzt so in Verzug, dass wir heute richtig Gas geben müssen. Aber der Flo hatte natürlich für uns eine Challenge vorbereitet. Die schwimmt jetzt hier irgendwo im Fluss. Aber er hat sie noch mal in sein Handy runtergeschrieben. Mal gucken, was es ist. Ich lese vor. Hörst du zu? Ja. Lieber Dustin, lieber Felix, ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Ja, wir haben sehr lange geschlafen, ne? Lange und gut, zum Glück. Wann sind wir ins Bett gegangen? Um 7 Uhr morgens. Und haben bis 16 Uhr gepennt oder so, ja. Heute steht eine Multispecies-Challenge an und ihr müsst folgende Aufgabe meistern. Fangt im Team eine Forelle über 30, hatten wir gestern nicht, scheiße, eine Esche über 35, ein Hecht über 80 und einen Barsch über 35. Boah, tough. Für diese Challenge habt ihr 8 Stunden Zeit. Passt auf euch auf. Ja, du auch. Nicht nur wir, Flo, sondern auch du. Und Petri Heil, euer euch liebender Flo. Gut, da habe ich ein bisschen was dazu gedichtet, aber okay, let's go. Das habe ich gestern gefunden, als wir hier durch den Teich geschwommen sind und alle Sachen eingesammelt haben. Lag das da einfach am Ufer im Wasser, habe ich eingesteckt. Das wacht über uns quasi. Flo, jetzt kann dir heute nichts passieren. Die nächste Stromschnelle nimmst du wieder, weil das Ding haben wir dabei. Genau. So, Dustin, rein mit dem Ding. Rein mit dem Moped. Viel Wasser drin. Wackelsen. Los geht's, los. Setz dich rein. Nicht hinfallen, Wacky. Ich versuche aufzupassen. Schön nass am Arsch, oder? Ja. Oh. Nicht schon wieder nasse Füße, bitte. Ruder haben wir dabei. Chef, hier, Ihr Ruder. Danke. Los geht die nasse schön. Fahrt. Ist das schön, das Wetter. Wir brauchen gar nicht paddeln, so machen auch die 10 Kilometer. Flo, komm rein, wir wollen los. Also ich fange jetzt erstmal hier an, den Hecht zu beangeln. Versuche den 80 Plus Hecht zu fangen. Allerdings kommt da schon wieder eine Stromschnelle und da werde ich versuchen, Esche und Forelle zu befischen. Was krass ist, wenn wir in die Richtung gucken, sehen wir, dass wir extrem eingeregnet werden. Es sieht so geil aus hier. Und ganz ehrlich, wenn das Wetter jetzt so bleibt, bedeckt und immer mal ein kleiner Regenschauer, okay, kein Problem. Aber wenn man so um uns herum schaut, glaube ich, wird das leider nicht der Fall sein. Nee, wir werden heute noch einiges abbekommen. Dustin, die Strömung wird stärker. Wird stärker. Hier ist noch alles easy. Ich glaube, wir sollten die ersten Steine noch mitnehmen, oder? Nee, komm mal, paddel mal. Steig aus, kannst du sitzen bleiben.
Nein. Nein, scheiße. Das war's. Super. Ach nee, ey, kein Bock, ey. Ach Mann, ey, warum muss der direkt wieder nass werden, der Scheißschuh? Willst du erstmal vorlaufen und schauen, ob es geht überhaupt? Kommst du überhaupt durch? Oh, vorsichtig bitte. Ich bin schon abgefuckt jetzt. Dustin läuft mal vor und schaut, ob dieser kleine Nebenarm auch nach unten führt. Führt auch nach unten, aber hier ist geil, hier kannst du fahren. Dann wird es zu flach. Und dann wird's flach, dann kannst du wieder fahren. Vielleicht doch einfacher da drüben. Muss man anscheinend doch abseilen. Oh Mann, ey! Ich bin angefressen, Alter. Ich beneide Flo nicht darum, dass er allein im Kanu ist. Jetzt heißt balancieren. Schön vorsichtig, dass wir nicht noch nassere Schuhe bekommen. Am besten wäre es eigentlich, wenn du dich da reinsetzt und runter driftest. Ich glaube ja tatsächlich, dass wir das schaffen würden, aber nach gestern gehen wir auf gar keinen Fall irgendein Risiko mehr ein. Entschuldigung. Weil das war echt grenzwertig und sowas wollen wir nicht nochmal erleben. Ja, Becky ist geübt, nämlich während Flo und ich nach dem Gepäck geschwommen sind, hat Becky das andere Kanu geholt. Und man sieht, er hat es schon mal gemacht. Rein hier, oder? Sehr gut. Wieder nasse Füße, ne? Yes. Alter! Ich habe einen Hecht draufgekriegt. Brutaler Biss. Wird uns aber nicht helfen bei der Challenge. Der hat nicht 80, der hat so 60 vielleicht. Was man sagen muss, absolut schön gefärbt hier. Echt schöne Tiere. Kein Monster, aber gefärbt. Echt wunderschön. Aber der ist länger als man denkt, weil er sehr schlank ist. 65 hat er bestimmt auch. So großer. Frisst noch ein paar Äschen. So, deswegen auch hier beim Äschenangeln in der Strömung Stroft Niti verwenden. Das ist nämlich sehr schön dünn und der große Vorteil ist, es hat nicht so eine große Scheuchwirkung, ist aber, wie ihr gesehen habt, trotzdem absolut hechtsicher. Das ist jetzt hier ein 0,30er. Wenn ich es noch feiner will, 0,25er geht auch beim Forellenangeln oder leichten Barschangeln. Wenn wir gezielt auf Hecht gehen, mache ich eher so 0,35er ran. Aber Stroft Niti für mich bei so Crankbaits, Twitchbaits das beste Material, was man haben kann. Weiter geht's. 20 Meter weiter unten ist gleich der nächste Spot. Dustin, lass uns aufbrechen. Wir dürfen nur nicht so schnell so einen Drift machen wie gestern. Okay, und 1, 2, 3, rum. Okay, chill. Souverän gemeistert. Fisch on. Ja, die Kollegen will ich gerade nicht fangen und wenn, dann deutlich größer. Wieder ein kleiner Hecht, ungefähr dieselbe Größe, oder die gleiche Größe wie bei Dustin gerade eben. Den hake ich schnell ab und dann geht's gleich weiter. Aber der ist noch nicht fertig. Gleiche Größe, der ist viel kleiner als meiner. Kleiner? Nein, weiß ich nicht, keine Ahnung. Da ist der kleine Bursche, der erste Fisch für mich heute. Aber leider für die Challenge viel zu klein. Darf gleich wieder zurück. Weg ist er. Es sieht hier super gut aus. Ist eine schöne Kante, kommt Strömung rein, aber irgendwie beißt nichts. Mal gucken. Ich werde gleich mal größer probieren jetzt. Mal einen etwas dickeren Latschen hier durchziehen. Vielleicht bringt das ja was. So, ich würde es jetzt gerne auf Barsch probieren und dafür probiere ich mal ein Dart-Jig. Habe ich euch schon mal gesagt, diese Planoboxen sind mein absoluter Favorit. Seht ihr, alles schön organisiert. Mein Texas-Rig-Zeug, Free-Rig-Zeug, Skirted Jigs und so weiter und so fort. Aber jetzt, wie gesagt, Dart-Jig. Und wenn man sich mal anguckt, dieses Wetter, es regnet, es wird alles nass. Diese Systeme, beziehungsweise die Planoboxen, haben hier so ein Wassersystem drin, die Boxen danach wieder trocknen oder trockener machen. Und das ist echt ein Riesenvorteil. Ja, guckt mal in die Videobeschreibung, da haben wir einen Link reingepackt, wo ihr diese Boxen bekommt. Kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Meine absoluten neuen Lieblingsboxen. So. Becky, hier nochmal probieren. Auch sehr flach.
Oh ja, hier ist super flach. Ja, die Kante, wo wir eben waren, wo der Fluss rauskam, die war schon nicht so schlecht. Na, hier kann ich nicht mit angeln. Alter, sind eure Schuhe auch so komplett durch? Die Socken alles, einfach da steht Wasser drin. Ja, bei mir auch. Oh, fuck, ist das eklig. Also in meiner Jacke ist Wasser schon. Dieser Moment war einfach wieder fies. Nass bis auf die Unterhose, Dauerregen, Fische haben nicht mitgespielt. Wir sind so happy ins Zelt gegangen am Abend zuvor, um einfach danach am nächsten Tag direkt wieder aufs Maul zu bekommen. Das Wetter ist absolute Höchststrafe. Wir sind mittlerweile alle bis auf die Unterhose nass. Und egal, wo man hinschaut, einfach nur dunkler Himmel. Ich glaube, da müssen wir heute noch ein paar Stunden durch. Am Beißinferno ist das hier noch nicht. Komm, wir fahren weiter, oder? Ja, noch sieht das nicht so gut mit unserer Challenge aus. Na, bis jetzt 0 von 4. Wenigstens wird der Regen etwas stärker. Ja. Oh, guck mal, was da vor uns auf uns zukommt. Oh, was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh, was war das? Was war das für ein Fisch? Ich habe keine Ahnung, ich habe es nur so halb gesehen. Das Kann das eine große Forelle gewesen sein? Ich glaube schon. Sah aus für mich wie eine große Forelle. War auf jeden Fall kein Hecht. War kein Hecht? Nee. Ja, das wäre es gewesen für die Challenge. Stimmung ist am Tiefpunkt. Ich bin bis aufs T-Shirt durchgenässt. Müde. Mir ist kalt. Aber ich habe Hunger. Jetzt kommt gleich die Stromschnelle. Das wird noch mal kräftezehrend. Oh, da habe ich gar keinen Bock drauf. Aber Flo hat gesagt, er fährt kurz vor und guckt, wie es so geht. Genau. Das beschreibt einfach alles. Alter. Ich hätte nicht gedacht, dass das sich mit den Eschen heute so schwierig gestaltet. Gestern ging das so einfach und heute. Fisch an! Großer? Oh, Bachforelle, eine schöne. Nee, Esche. Hier. Dankeschön. Ja, endlich hat es mit der Esche geklappt. Der erste Wertungsfisch für mich heute. Gleich eine richtig schöne. Ich messe die erstmal, bevor ich sie euch präsentiere. Oh, die ist. Was war nochmal das? Das Ziel war 35 Ah, die hat locker. Brauchst du gar nicht 45 hat die. und die hat gute 45. Ein wunderschöner Fisch. Und endlich der erste Punkt unserer Challenge ist somit abgehakt. Wir konnten den ersten Fisch unserer Challenge abhaken, die Esche. Ja, das war krass, weil wir haben Stunden geangelt und dachten schon wieder, okay, nächste Folge am Scheitern. Eigentlich haben wir es uns mal wieder leichter vorgestellt. Ja. Wie viel ist auf dieser Tour? Ey, ich will nicht mehr, Jungs. Was ja gut ist, dass uns jetzt ein bisschen warm wird, wenn wir da das Ding abseilten. Du hast mit deinem Kanu? Das hält ihr nicht alleine, komm. Wir müssen jetzt da ein bisschen über das Flache ziehen. Alter, hast du das gesehen? Nein? Ein Monsterhecht hatte diese Esche im Mund. Ich habe nur irgendwas gehört, ich habe nach unten geschaut gerade. Das war so ein Hecht, der die Esche im Mund hatte. Monsterhecht, da war, glaube ich, der Wunschvater des Gedankens. Wie groß war der? 70, 75? Egal, es war wieder eine kleine Motivation, ein kleiner Adrenalinkick nach den Strapazen da während des Abseilens. Nicht so schlecht. Nee, und sowas sieht man ja auch nicht alle Tage. Du hast mir, oder vor allem du hast es ja live gesehen, wie der Hecht das Ding gepackt hat. Ja. Vor meinen Füßen. Vor deinen Füßen. Dankeschön.
Jetzt habe ich auch nasse Füße. Fisch on. Forelle? Weiß ich nicht. Boah, jetzt ist ein Hecht drauf. Ich habe hier gerade eine Forelle drauf und jetzt ist ein Hecht drauf geschossen. Oh mein Gott. Der Hecht ist immer noch drauf und hat die Forelle quer im Mund. Oh mein Gott, ich habe es auch schon auf Videos gesehen, aber selbst habe ich das noch nicht erlebt. Nein! Schaut euch das an. Die ganze Esche ist zerfetzt. Ach du Scheiße. Alter, ich bin so erschrocken, als auf einmal dieser Hecht von der Seite drauf gesprungen ist. Der Hecht hat die komplett quer im Mund gehabt und hat nicht losgelassen. Ich habe den jetzt bestimmt 30 Sekunden lang gedrillt. Platz machen, Platz machen. Jetzt haben wir eine der schlimmsten Stellen hier an der Stromschnelle erreicht. Und hier müssen wir selbst beim Abseilen aufpassen, dass wir das Kanu nicht umlegen. Zum Arsch und dann rüberdrücken. Den rüber. Ja, voll, guck mal, das läuft alles rein schon. Fuck. Wisst ihr, warum man auch so scheiße drauf ist jetzt? Weil jetzt ist wirklich dunkel. So ist nicht hell wie gestern, war es hell die ganze Zeit. Es gibt so Situationen, in denen man realisiert, dass man am Arsch ist. Und genau so eine Situation war das. Also es kam wieder so viel Emotionen und so viel Druck dazu, dass man schon wieder am Ende war. Weil man wusste, die Jungs von Fiskeflug, also die Jungs, die uns abholen wollten mit dem Helikopter, wo sollen die uns abholen, wenn wir es nicht zum Abholort schaffen? Also das wird geisterkrank, guck mal. Ja, ich weiß. Ich weiß nicht, wie wir das da schaffen sollen. Guck mal, Becky. Da, okay, aber hier, weil hier rein sieht schon sehr gefährlich aus, findest du nicht? Und dann links hier. Dann ziehen Hier wir rüber. deins auf Seite, wir fangen hier mit an mit Floßern. Und ah! Achtung, 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 das Seil kommt. Nimmst du das Seil? Ja. Wo ist der Stein? Direkt gerade drunter. Welche Richtung muss ich vorbei? Also du bist mittig drauf. Gefährlich ist nur, wenn das Kanu dagegen gedrückt wird. Wie? Gib mir eine Anweisung. Du bist mittig drauf. Keine Das Ahnung. bedeutet, zurückziehen, muss Anweisung. Ich sehe nichts von hier. Scheiße, Alter. Fuck. Nee. Fuck. Nee. Fuck, jetzt sei bereit, bitte. Gib mir die Schnur. Gib mir die Schnur. Also richtig jetzt hier wegschubsen. Nach links drücken möchten. So, Ja. okay. Und Achtung. Los. Floßkanu ist unten. Jetzt müssen wir auch noch unser Kanu das letzte Stück hier runterbringen und dann haben wir es endlich geschafft. Wenn wir uns nicht irren, war das auch die letzte Stromschnelle. 3 Stunden hat uns das gekostet. Ich hätte mir schöner als nachts um 1 Uhr vorstellen können. Ich glaube, solche Strapazen haben sich wenige Angler bisher angetan. Ja. Das ist schon hardcore. Also, Aber ey, es ist doch geil. Und da erzählen wir in einem Jahr noch von. oder vielleicht in 10. Das auch. Memories. Erinnerungen schafft man. Mann, ist das cheesy. Aber es stimmt. So, jetzt zum Abschluss. Setzt du dich oben einfach rein und lässt dich hier runtertreiben. Ich meine, wenn du jetzt umkippst, ist nicht so schlimm, weil ist ja nicht mehr viel. Ja, aber ich bin zwar schon zu 80% nass, aber die letzten auch. 20% würde ich mir gerne noch bewahren. Aber der Unterschied ist, vorhin waren wir auch nass und mir war kalt. Jetzt ist mir wenigstens Ja, warm. mir ist auch sowas von warm. Die 20%, die nicht im Wasser waren, die sind einfach komplett durchgeschwitzt. Ja.
Barsch müsste sich den auch mal jetzt wegnehmen hier. Ah, hast du gesehen? Boah. Wo ist er hin? Da wieder. Sieht größer aus, oder? Jetzt ist mir beim Topwaterfischen endlich ein großer Fisch eingestiegen. Kein Monster. Aber einer für die Challenge. Er könnte die gewünschten 80 cm haben, der hängt ganz spitz. Schaffst du das weg hier oder brauchst du Hilfe? Ich hoffe es, dass der sich nicht löst. Komm, Beckinger. Hast du? Jetzt ja. Jawohl. Oh, hier feinst säuberlich ins Forellennetz eingetütet. Der hoffentlich 80 cm große Hecht. Hoffe ich auch, ey. Ein für die Challenge. Könnte es haben. Er könnte es haben. Damit könnten wir unserer Challenge näher kommen. Boah, das ist ja gar nicht so einfach zu messen. Oh. Flo, was sagst du? Ist drüber weg. Ist zwar ein bisschen gefaltet, das Ding, aber ist deutlich Auch wenn du drüber. gerade 85 hat er, schätze ich mal. Ja, geil, Wecki, aber der einzige Wermutstropfen ist, dass das nichts fürs Abendessen ist. Sonst mega. Jetzt noch Barsch und Forelle. Richtig schöner, kampfstarker Lappländer. Geil. Der Kollege darf gleich zurück und dann wird weiter aufs Abendessen geangelt, denn wir haben echt Hunger. Ihr habt das, glaube ich, immer nicht so richtig auf dem Schirm, wie viel Uhr es ist bei uns. Aber wir haben schon wieder mitten in der Nacht. Boah, was für ein schöner Fisch. Und weg mit dir. Sehr schön. Schöner Topwater-Hecht um 2:14 Uhr mitten in der Nacht. Mal eine ganz kurze Frage an den Schiri. Wir haben 3 Stunden gebraucht, um mit dem Kanu den Dings zu überqueren, den Fluss. Das heißt, es fehlen uns 3 von 8. Wir hatten 5 geangelt jetzt. Kriegen wir die 3 morgen früh noch? Ja? Früh 3 Stunden Nachspielzeit. Okay, Nachspielzeit morgen früh 3 Stunden. Weil wir müssen langsam jetzt auch mal kurz wieder ins Bettchen kommen, sonst wird das alles die nächsten Tage nichts. Du sagst es. Ja. Okay, cool. Dann lass uns jetzt Barsch und Forelle angeln. Oder Esche, egal. Hauptsache wir kriegen was zu essen und dann Abmarsch. Im größten Notfall gibt es einen Hecht. Boah. Bringt nichts, nur übers Essen zu reden. Wir müssen erst mal das Essen fangen. Leute, wir haben ein Problem. Eigentlich haben wir gedacht, dass die Stromschnelle gerade eben die letzte war. Aber nachdem der See irgendwie ganz anders aussah als erwartet, haben wir noch mal kurz die Karte gecheckt und haben gemerkt, wir sind leider noch nicht so weit, wie wir eigentlich gedacht haben. Sprich, wir haben noch eine Stromschnelle vor uns, und zwar die längste von allen. Wir haben jetzt 2:40 Uhr und haben jetzt noch eine 2-3 Stunden Action vor uns, das sind. Barsch! Was? Ja, Den brauchen wir. siehst du, da ist er. Vor allem, der hätte die Mindestsize gehabt. Oh Mann. Jetzt hatten wir hier tatsächlich Barsch-Nachläufer. Da ist er, Barsch. Ist er? Ja, 35, oder? Braucht er. ich hoffe. Ich hab's gerade noch gesagt. Becky, erinnere dich an den letzten Spot. Da sah es genauso aus, da haben wir die Barsche gefangen. Schiedsrichter, 35 war Barschmaß, ne? Ah, könnte er haben. Doch, stimmt, ja. Der Moment der Wahrheit. Ist das der nächste Punkt für unsere Challenge? Nein! 1 Zentimeter. Der Barsch hat nur 34. Oh Mann, ein wunderschöner Fisch. Aber leider 1 Zentimeter zu klein für unsere Challenge. Wir fangen ihn ein. Mist. Nehmen wir den mit fürs Abendessen? Ja, auf jeden Fall. So. Jetzt wird alles auf Barsch umgesattelt. Gerade hatte ich noch einen Nachläufer hier auf dem Topwater. Becky hat den dann abgegriffen mit einem Blade Runner. Richtig gut, aber leider 1 Zentimeter zu klein. Aber jetzt ist die Hoffnung da, die Challenge doch noch in der Zeit zu schaffen. Die Barsche haben wir scheinbar gefunden. Jetzt einfach nur konzentrieren und da vorne dann an der Stromschnelle die Forelle noch fangen. Oh,
Oh, ich hatte einen Fisch. Fuck. Ja, jetzt hängt er. Barsch. Ja, das ist ein Barsch. Oh, der könnte es haben. Also zumindest was fürs Abendessen. Guck mal, ob er die Größe hat, bitte. Ich kann es dir gleich sagen, weil der Kollege liegt drin, der andere. Aber mach mal schnell ab, weil ich hatte einen Biss. Vielleicht ist da noch ein größerer. Becky, müsst du mal schnell. Ich mach weiter hier. Ja, ich glaube aber leider nicht, nee. 1 Zentimeter kleiner als der zuvor, aber wir kommen dem Abendessen näher. Das wird nichts, der landet auf dem Scotty. Schöner Bursche. So, komm, Becky. Einen Barsch noch. Ich wünschte jetzt so einen richtig schön gebauten 38er. Danke. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen näher ran da. Denkst du? Bis. Fisch. Fisch? Barsch. Boah, hoffentlich ist das endlich. Oh ja, Mist, der ist lang. Und rein damit. Der ist dünn, aber länger. Leute, das sind Jawohl, Becky. Das sind Fisch hier, knapp über 35, endlich. Boah, mega. Ja. Damit hatten wir fast alle Fische abgehakt. Hecht, Barsch, Esche. Fehlte nur noch die Forelle. Haben uns ein bisschen schwer mitgetan, aber dann kam der ersehnte Biss. Ich habe einen. Boah, die war hell. Entweder, das ist, glaube ich, eine Bachforelle, das denn. Ich kann ihn nicht halten, das ist eine Bachforelle. Scheiße. Gegen den Ast. Fuck, sorry. Ey, aber wir müssen uns hier irgendwie erstmal sichern. Sichern, Becky. Fuck, wir dürfen nicht in die Stromschnelle. Ja, ist gut, ist gut. Ich kann hier gar keinen Druck machen. Kann ich nicht halten, das ist eine Bachforelle, eine große. Also entweder das ist ein Hecht oder eine Bachforelle. Ich habe was Helles gesehen. Eine Bachforelle, glaube ich, ziemlich sicher. Wenn das jetzt noch die Bachforelle ist, das wäre so krass. Dann hätten wir echt diese... Oh, fuck. Wir dürfen hier Ich kann nicht halten. Ich auch nicht, wirklich. Alter, scheiße, rüber. Rüber, Becky, rüber. Achtung, da kommen Steine. Ja, rüber. Rüber. Hier rein. Okay, rechts rüber. Fuck. Hier rein, Becky, hier rein. Fuck. Das bringt nichts. Es sieht aus, als würde ich selbst aussteigen aus dem Ding. Im Nachhinein sieht es zwar so ein bisschen aus, aber für mich war das eine absolute Notfall-Paniksituation. Ja, ich hab gedacht, Panik, weil du dachtest, du gehst auch nicht über Bord. Du kannst es ja auch nicht direkt in der ersten Sekunde einschätzen. Du bist auf einmal aus dem Kanu geflogen, ich habe auch das Gleichgewicht verloren. Das Kanu hat an Fahrt aufgenommen. Es war krass. Und krass war auch, dass wir dabei eine Sache verloren haben. Eine wichtige, extrem wichtige Sache. Ein Packsack war weg. Ich laufe mal hinterher, ich guck, vielleicht finde ich den, ja? Nachdem Dustin wieder am Ufer war, bin ich direkt hinterher und habe versucht, den Packsack zu finden. Bin durch den Wald gerannt, entlang der Stromschnelle. Ich war dann wirklich, ich war bedient. Ich wollte nicht mehr. Ich hatte auf nichts mehr Lust. Ne? Meine Unterhose war nass. Alle meine Sachen waren nass. Also es gab nichts Trockenes mehr an mir, in meinen Packsäcken, nichts. Da hätte Flo jetzt auch nicht mit der Kamera kommen sollen. Unabhängig davon, dass ich absolut gereizt war, waren wir auch am Ende. Wir waren leer. Da war kein Platz mehr, um irgendwas zu filmen. Wir konnten einfach nicht mehr. Und obendrauf hat dann wieder der Starkregen begonnen. In 2 Stunden Regen ununterbrochen und jetzt sind wir nach ungefähr einer Stunde auf der Suche nach einem geeigneten Campspot. Wir haben nichts gefunden. Wir haben ewig gesucht und irgendwann haben Dustin und ich uns ausgeklinkt, weil ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Wir waren irgendwie so demotiviert, wir waren wie gelähmt. Wir hatten einfach keinen Bock mehr, wollten nichts mehr machen. Ihr wart einfach komplett am Arsch und ich musste dann allein auf Suche gehen. Problem ist,
Der See, den wir hier erreicht haben, hat sehr sumpfige Ufer. Also die sind überhaupt nicht ideal, um da ein Camp aufzubauen. Und wir versuchen jetzt irgendwie was zu finden, was ein bisschen erhöht liegt, mit festem Untergrund, dass wir unsere Zelte aufbauen können und vielleicht sogar ein Feuer machen können. Aber das wird wahrscheinlich eine schwierige Angelegenheit. Hier könnte man theoretisch was aufbauen. Der Hintergrund ist relativ gerade. Geil ist das nicht. Auf Angeln hatten wir gar keinen Bock mehr. Es war auch, da war gar nicht dran zu denken. Ne? Wir mussten erstmal andere Probleme lösen. Wie kriegen wir die Klamotten trocken? Also Feuer machen und die Klamotten aufhängen, aber bringt am Ende auch nichts. Es war weiterhin absoluter Dauerregen. Wir suchen gerade gemeinsam alle Feuerholz. Dustin meint, er kriegt trotz Starkregen Feuer an. Das hier sieht doch nicht schlecht aus, oder? Ich hoffe, dass das Zeug irgendwie Feuer fängt, aber ich bin tatsächlich nicht so zuversichtlich. So Nadelholz, da ist Harz drin. Bringen wir mal zu Dustin, vielleicht reicht das schon. Schnell Holz gesucht, um Feuer zu machen. Boah, es ist so kalt. Wir sind seit 2-3 Stunden eingeregnet. Und zwar richtig hart, bis auf die Unterhosen nass. Gar keine trockenen Klamotten habe ich mehr. Es ist mittlerweile gleich 7. Wir wollten mindestens seit 5 Uhr nachts schlafen. Ich glaube, das ist mit das Härteste, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Kommt aber, oder? Der Birkenrinde kommt immer. Aber also, so richtig kann man sagen, man merkt schon, dass alles sehr nass ist. Ich verstehe bis heute zwar nicht wie, aber Dustin hat unter den beschissensten Bedingungen irgendwie da ein Feuer anbekommen. Wir haben einfach gleich 7 Uhr in der Früh. Wie in so einem Ghetto. Man sieht's, ich bin so durch. Ich scheine gerade ein bisschen an Feuer, wie mein ganzer Körper dampft. Schau dir mal unsere Hände an. Die lösen sich bald auf. Das ich bin echt am Ende. Noch nicht mal Hast du schon mal sowas? Nee. Das ist, glaube ich, wirklich die härteste Nacht meines Lebens. Ja, das vielleicht nicht. Echt? Welche war denn härter? Einige Suffabende kann ich mich schon erinnern, die härter waren. Ja, aber die waren nicht so aussichtslos. Jetzt Zelt aufbauen. Und ich weiß nicht, ob es schon erwähnt wurde, aber wir haben unsere Schlafsäcke, unsere Kopfkissen, alles verloren. Und das heißt, boah, wir müssen ja so im Zelt schlafen. Mal gucken, wie wir das hinkriegen heute Nacht. Beziehungsweise, was heißt heute Nacht? Ist es 7 Uhr. Wechseln, wie ist die Stimmung? Scheiße, wir haben unseren wichtigsten Packsack in der Stromschnelle verloren und haben ihn auch nicht mehr gefunden. Sprich, ich darf heute Nacht ohne Isomatte, ohne Schlafsack, ohne Kissen schlafen. Dustin hat zum Glück noch seine Isomatte, aber viel mehr ist ihm auch nicht geblieben. Soll ich noch mehr Holz machen? Eigentlich schon, ne? Ja. Ich sagen, wir schlagen jetzt für die Zelte auf, oder? So wechseln, Zelt aufbauen. Mittlerweile war es schon wieder 8 Uhr morgens. Wir haben schnell die Zelte aufgebaut. Ja, und wir standen im absoluten Dauerregen. Wir waren durch bis auf die Unterhose, 10 Grad. Während die Jungs die Zelte aufgebaut haben, habe ich hier so eine kleine Konstruktion aus Bäumen gebaut als Wäscheleine. Wie viel das bringt, ist fraglich, weil es regnet total krass und wir sind echt durch. Mittlerweile ist es 8 Uhr morgens, 5 nach 8 und wir müssen uns jetzt einfach mal hinlegen, um ein bisschen Schlaf zu bekommen. Wir wussten, die Nacht wird die absolute Hölle. Und zwar nicht nur, weil es regnet und wir nass sind, sondern wir hatten keinen Schlafsack.
du hattest nicht mal eine Isomatte. Wenn man sich wenigstens ausziehen kann, in einen trockenen Schlafsack gehen kann, okay. Aber so war einfach klar, die Nacht wird richtig beschissen. So Leute, so sieht's hier aus. Chaos. Alles unter Wasser. Oh, ist die Hölle. Nass, du bist arschkalt. So kalt. Oh. Wir haben alles geteilt, beziehungsweise Flo hat alles geteilt. Ich hatte eine Isomatte, Vecchi hat von Flo eine Isomatte bekommen und Flo hat in einem nassen Schlafsack gepennt. Ja, die Nacht war trotzdem die Hölle. Ich hatte ein nasses Mikrofaserhandtuch, mit dem ich mich zugedeckt habe. Im Zelt hat sich die Feuchtigkeit gesammelt, alles war klamm. Ja, es war wohl eine der härtesten Nächte in meinem Leben. Alles nass hier drin. Überall Feuchtigkeit drauf. Fuck. Good morning. Oh, guten Morgen, Flo. Oh, die Nacht war so scheiße. Es war so bitterkalt und unbequem. Ich habe mir für die letzte Stunde jetzt Florians nassen Schlafsack geliehen, weil ich so gefroren habe heute Nacht. Ich habe nur noch ein trockenes T-Shirt gehabt. Der Rest war nass. Ich habe dich nach einem Pullover angebettelt, aber du hattest auch nichts Trockenes mehr. Das haben wir uns alles anders vorgestellt, würde ich sagen. Das war, glaube ich, die härteste Nacht in meinem Leben. So eine Scheiße. Oh. Warum haben wir das nur Feuer gemacht? Oh, Wärme. Schnell. Warum aber ins Feuer? Gut siehst du aus. Klingt ironisch. Der nächste Morgen ist eigentlich relativ positiv gestartet. Florian hat ein Feuer gemacht, es war warm. Es hat aufgehört zu regnen und wir dachten, ey, heute gehen wir noch mal angeln. Eine Stunde später dann die Ernüchterung. Es hat wieder angefangen, richtig in Strömen zu regnen. Oh, nach einer Nacht wie dieser, wo man total durchgenässt ist, braucht man ein paar Highlights. Und wir haben hier unser Highlight, unseren Scotty Grill, wo wir uns jetzt richtig schönes Essen machen werden. Der Scotty Grill hat viele Vorteile. Der ist natürlich jetzt nicht praktisch, wenn ihr Lightweight unterwegs seid und lange Strecken wandern wollt. Aber so wie wir unterwegs sind, ist der perfekt, weil oft in Schweden hat man so Stellen, wo man nicht offenes Feuer machen darf. Hier ist das anders, hier dürfen wir das, wir haben uns informiert. Aber wenn ihr unterwegs seid, wo man es nicht darf, könnt ihr perfekt Essen zubereiten. Wie ihr seht, es regnet extrem. Dafür haben wir hier die Cap dabei, können trotz des Regens uns was Schönes grillen. Es gibt Barsch mit Kartoffeln. Ich habe den aufgebaut. Vecchi kümmert sich jetzt gleich darum, das Essen zuzubereiten. Das Schöne ist auch, von Scotty gibt es immer so Boxen dazu, die man dann auch benutzen kann, um zum Beispiel jetzt hier Bratkartoffeln drin zu machen und so weiter. Und noch gut ist, dass man halt für Cap und den Grill nur jeweils 2 solche kleinen Tüten braucht. Und dann ist man echt richtig, richtig gut aufgestellt. Darauf freue ich mich. Vecchi, leg los, der Grill ist heiß. So, Dustin hat den Grill aufgebaut, ich kümmere mich ums Essen. Ihr wisst alle, ich bin passionierter Hobbykoch. Umso mehr freue ich mich, euch unter diesen tollen Bedingungen hier in meiner Outdoor-Küche begrüßen zu dürfen. Es gibt Bratkartoffeln mit frisch gefangenem Barsch. Haben wir gestern Abend gefangen. Boah, das sieht aber lecker aus, Vecchi. Ja, willst du eine probieren? Logisch. Nimm die kleine hier. Es war nur ein Spaß, die soll man nicht roh essen. Ja, na gut.
Na? Kohlrabi. Probier mal. Mama hat immer gesagt, ich soll die nicht roh essen. Mama hat das gesagt. Okay, Becky. Sieht super aus. Ich kümmere mich weiter ums Feuer, dass das in dem Regen jetzt nicht ausgeht, okay? Ich bin echt kein spiritueller Mensch. Also wirklich nicht. Aber dieser Ort, an dem wir waren, der hatte eine schlechte Energie. Und das ging nicht nur mir so. Das ging Becky so. Das ging Flo so. Irgendwie war es komisch. Und dann war ich halt unterwegs und habe Feuerholz gesucht. Und im Nirgendwo, wo nix ist, keine Menschen, nix, finde ich ein Dreirad. So ein richtig altes Dreirad wie aus einem Horrorfilm. Jungs, Becky, guck mal, was ich im Wald gefunden habe. Wo nix ist. Wo hast denn das jetzt her? Ich würde sagen, das ist der perfekte Start für einen Horrorfilm. Boah, ist das creepy. Nix beim Holzsammeln. Hier ist nix weit und breit und da steht sowas. Wie heißt der Horrorfilm? Saw? Ja, genau, Saw fährt auf so einen kleinen Tal an. Fuck. Das Feuer brennt, trotz Starkregen. Ich hoffe, wir kriegen das noch aufrechterhalten. Wir sind komplett wieder durch. Schuhe nass, Hosen nass, Pullover nass, kein Schlafsack. Gerade hatten wir alles getrocknet, da schüttet es wieder aus Eimern und es ist auch kein Lichtblick zu sehen. Da hinten alles schwarz. Wir wollten 3 Stunden Nachspielzeit heute noch auf Forelle machen, aber ich sehe schwarz dafür. Ich glaube nicht, dass wir das hinbekommen. Also das ist mit Abstand der härteste Angeltrip, den ich je gemacht habe. Oh, freue ich mich jetzt auf den Fisch. Oh, das sieht doch schon mal sehr gut aus. Auf der einen Seite will man jetzt, sagt man, ey, man will hier raus. Auf der anderen Seite sagt man, das Revier ist so traumhaft schön und wir haben es gar nicht geschafft, es komplett zu erschließen, so wie wir es eigentlich wollten. Naja, mal gucken. Wie gesagt, ich hoffe, wir haben Glück, dass morgen das Wetter ein bisschen besser ist und wir wenigstens noch einen schönen Tag erleben können. Das denn, Essen. Hier, das sind erstmal dein Teller. Danke. Dann das Wichtigste, Stück Zitrone. Danke. Und dann bekommst du ein paar unserer Bratkartoffeln. Super. Leider nicht allzu viel, aber das muss reichen. Reicht. Danke. Und jetzt, finally, Barsch. Barsch. Selbst gefangen, von dir. Darf ich den noch? Das Stück? Das reicht mir dann. Schau mal hier. Danke Und schön. warte. Das Ganze muss natürlich noch gewürzt werden. Ja, geil. Das ziehen wir komplett raus. Abgesoffen. Nicht so schlimm, du hast so gut gekocht, schmeckt auch ohne Pfeffer und Salz. So, ich tue mir auch was drauf und dann. Gibst mir die Gabel kurz, dann kann ich direkt reinhauen, weil sonst ist es nass. Das ist wohl wahr. Okay, der absolute Test, Becky. Geil. So, endlich. Nach einer harten Kochsession im Regen. Endlich das Ergebnis. Es regnet so doll. Wir müssen jetzt die Kamera wegpacken. Wenn wir noch mal rausgehen, melden wir uns. Ja, es ist offiziell, wir gehen nicht mehr raus. Und trotzdem wir die Bachforelle nicht gefangen haben, hat Flo uns die Überraschung gegeben. Leckere Marshmallows, das kann echt richtig viel gerade. Tut gerade sehr, sehr gut. Zucker, Zucker Oh. und Wärme. bisschen angebrannt, nicht so schlimm. Guten Appetit. Und jetzt wirklich liken, kommentieren, abonnieren. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Haut rein, ciao. Die Stimmung ist sofort geswitcht. Wir wussten, es geht jetzt hier raus. Oh, da kommt der Heli. Schön. Jetzt hebt der Helikopter ab. Let's go. Ab nach Hause. Schade. Eigentlich würde man vielleicht doch noch mal gerne zurück. Ah, Fisch, großer Fisch. Ui. Das wäre jetzt der krönende Abschluss. Boah, die haben Power hier. Yes! Kopfschläge sind auch groß, das muss ein Meterfisch sein. Der letzte Wurf der Atmos Tour 2023.